Heute zeige ich euch, wie ihr diesen coolen Buckethead näht, ob mit oder ohne Band, ob mit oder ohne Absteppung. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und heute zeige ich euch, wie ihr einen einfachen Buckethead nähen könnt. Die sind aktuell wieder super angesagt und das Coolste ist, dass ihr euch euren eigenen einfach selber machen könnt und ich zeige euch heute wie. Wenn ihr noch nie genäht habt, dann schaut euch doch super gerne erstmal unser Grundlagen-Tutorial an, denn dort erfahrt ihr alle Basics zum Nähen und anschließend geht es dann hier weiter. Macht dann gerne direkt mit, pausiert, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr mögt, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts verpassen. Wenn ihr das DIY-Set für den Buckethead schon da habt, dann kann es direkt losgehen, denn ihr habt bereits alle Materialien da, die ihr braucht, in der richtigen Menge und super guter Qualität. Ja, und sonst könnt ihr natürlich auch super gerne unser Schnittmuster herunterladen und eure Materialien nutzen, die ihr vielleicht schon zu Hause habt. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, was wir alles so brauchen und ganz viel Spaß beim Nähen. Ach ja, und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch auch super gerne dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer nächsten Kollektion mehr verpassen. Als erstes benötigen wir natürlich unser Schnittmuster, dann ein wenig Einlage, gerade bei dünnen Stoffen, unseren Oberstoff, ich nutze hier heute einen Cord, passendes Nähgarn, dann gibt es noch das Stoffetikett im DIY-Set und ein goldenes Logoplättchen zum Annähen. Als erstes nehmen wir uns dann also unser Papierschnittmuster vor, können das zusammenkleben, wenn ihr die Download-Version habt als PDF. Ansonsten ist es schon auf einem Blatt. Und dann entscheidet ihr euch einmal für die Größe, die ihr nähen möchtet, messt einmal um euren Kopf und guckt dann, ob ihr S, M oder L nähen möchtet. Und an den Linien, die ihr dann braucht, schneidet ihr einmal jedes Schnittteil aus. Ich werde zum Beispiel heute hier eine S nähen. Ihr könnt euch an dieser Stelle auch schon mal entscheiden, ob ihr den Buckethead gerne mit seitlichen Bindebändern nähen möchtet oder ohne. Denn wenn ihr euch für die Version ohne entscheidet, dann könnt ihr das Schnittteil natürlich auch direkt weglassen. Außerdem könnt ihr euch noch überlegen, ob ihr die Krempe vielleicht schmaler oder breiter machen möchtet als bei unserem Buckethead. In dem Fall würdet ihr dann die Krempe im Schnittteil einmal um so viele Zentimeter an der langen unteren Kante kürzen oder erweitern, wie ihr es eben möchtet. Dann schneiden wir alle Schnittteile so häufig zu, wie es auf jedem Schnittteil steht. Da steht auch, ob ihr die Teile in den Bruch legen müsst oder nicht und ob ihr auch Einlage zuschneiden müsst oder nicht. Daran orientieren wir uns und machen das jetzt einmal für jedes Schnittteil. Hier beispielsweise legt man das in den Bruch, das ist dann an der passenden Kante auch nochmal angedeutet. Dann solltet ihr euren Stoff einmal waschen, wenn ihr es noch nicht getan habt, oder zumindest mal mit Dampf einmal ganz heiß abbügeln, denn wenn der Stoff einläuft, dann soll er es jetzt tun, vor dem Verarbeiten. Orientiert euch jetzt bitte an eurem Schnittbild, was ihr im E-Book oder im Booklet habt, denn da ist genau zu sehen, wie ihr die Schnittteile für eure Größe auf den Stoff auflegen müsst und wo ihr ihn zum Beispiel für einen Bruch falten müsst, damit alles möglichst stoffsparend drauf passt. Ich lege jetzt zum Beispiel hier rechts und links einen Bruch, gucke, dass der auch schön parallel zu meiner Webkante liegt und werde dann anschließend meine Schnittteile darauf verteilen. Die Schnittteile, die im Bruch liegen sollen, lege ich also direkt an die Stoffkante, die anderen einfach im Fadenlauf auf den Stoff. Den Fadenlauf kann man hier jetzt bei dem Kordstoff super gut natürlich erkennen, weil jeder der einzelnen Streifen im Fadenlauf liegt. Ansonsten müsst ihr einmal bitte vom Fadenlaufpfeil zur Kante, zur Umbruchkante messen und so gucken, dass die Teile genau richtig liegen. Der Pfeil hat jetzt also bei mir oben und unten gemessen, jeweils den gleichen Abstand zu meiner Umbruchkante und deshalb weiß ich, okay, das liegt jetzt im Fadenlauf. Dann, wenn alle Teile so aufgelegt sind, wie es auf dem Schnittbild zu sehen ist, können wir die einmal mit Stecknadeln feststecken und auch gut durch beide Lagen. Das macht es uns leichter gleich beim Zuschneiden. Ich stecke die Stecknadeln immer an allen Ecken und dann so in einem Abstand von so 10 cm voneinander. Hier bei dem Streifen zum Beispiel auch abwechselnd hier rechts auf der Seite und links. Einfach so, dass die Schnittteile gut und glatt auf dem Stoff liegen und ihr es dann gleich möglichst einfach habt, mit der Schere daran entlang zu schneiden. Alle Nahtzugaben sind hier bereits im Schnitt enthalten. Dann nehmt euch also die Schere dazu und schneidet einmal alle Schnittteile so häufig, wie es da jetzt steht, aus, indem ihr die Schere mit der Klinge direkt an der Kante der Papierschnittteile entlang führt. Wie gesagt, ihr müsst hier nichts hinzufügen, alles ist bereits enthalten und dann schneidet jetzt einmal alles fröhlich aus und die Teile, die ihr mehrfach zuschneidet, könnt ihr dann anschließend nochmal auf den Stoff legen und nochmal zuschneiden. Man beachte, dass wenn man ja jetzt den Stoff schon gefaltet hat,
man direkt 2 Teile rausbekommt. Das heißt, die 2 Teile, die ihr zum Beispiel für die Bänder braucht, die habt ihr dann mit einmal Zuschneiden schon bekommen. Aber die Teile, ja zum Beispiel hier für die Krempe, die müsst ihr dann trotzdem noch einmal auflegen, weil ihr ja einen Bruch zugeschnitten habt und dann habt ihr also nur ein Teil rausbekommen. So, alles klar. Dann schneidet noch einmal zu Ende zu und wir sehen uns gleich wieder. Als nächstes markieren wir uns unsere Knipse. Das sind die kleinen Querzeichen, so ganz kleine Linien. Die gibt es bei jeder Größe. Und dafür schneidet ihr einmal nur so 2-3 mm, wirklich nicht weiter, mit der Klinge in den Stoff und auch durch das Papier, um diese Knipse zu markieren. Und das macht ihr jetzt einmal bei allen Schnittteilen, die Knipse haben. Dann machen wir genau das gleiche noch bei der Einlage. Die habe ich mir hier einmal in der Mitte gefaltet. Und ihr könnt jetzt einmal ertasten, welches die rechte und die linke Seite ist. Die linke Seite, die später auf den Stoff gebügelt wird, ist die, die rau ist, denn da befinden sich die Klebepunkte. Und die weiche, das ist die rechte Seite, die wird man später noch spüren nach dem Aufbügeln. Ich lege jetzt auch hier alle Teile wieder auf, wie auf meinem Schnittbild zu sehen. Steckt die dann fest, schneid sie noch zu. Und dann haben wir die Einlage auch vorbereitet und wir können sie im nächsten Schritt aufbügeln gehen. Zum Aufbügeln legen wir jetzt unsere Teile, die wir aus dem Stoff zugeschnitten haben, so vor uns hin, dass die linke Seite oben liegt. Das ist jetzt die glatte Seite ohne diese Kordstruktur, die liegt jetzt nach oben. Und von der Einlage legen wir jetzt die Seite mit den Klebepunkten auf diese glatte Seite unseres Kords. So, und ihr könnt jetzt euer Bügeleisen dazu nehmen. Das ist bei mir auf einer Stufe von 2 eingestellt, also nicht zu heiß, nicht, dass die Einlage dann schmilzt. Und wir wandern jetzt einmal von dieser Seite über die Einlage. Und auf jeder Stelle sollten wir so ungefähr 10 Sekunden bügeln, damit die Klebepunkte sich auch komplett lösen können und beide Lagen fest aneinander kleben. Bebügelt jetzt bitte alle Schnittteile, auf denen es steht, so oft wie es auf den Schnittteilen steht. Dann geht es los. Wir stecken als erstes unser Seitenteil einmal rechts auf rechts gefaltet, hier mit der kurzen Seite aufeinander. Dabei habt ihr ja ein bebügeltes Stoffteil mit Einlage. Da werdet ihr einmal die komplette Strecke gleich nähen im Abstand von 1 cm zur Kante. Das ist also die Strecke, die wir jetzt nähen. Und genauso bereiten wir uns das auch bei dem Teil vor, was nicht bebügelt ist. Nur, dass wir da eine Wendeöffnung lassen, um unseren Buckethead später einmal umzudrehen, wenn wir dann von links hier alles genäht haben. Und die Wendeöffnung ist halt an dieser kurzen Kante. Das heißt, ihr fangt einmal hier unten einfach an und näht nur so 1-2 cm weit, lasst dann ein ganzes Stück offen und näht dann nochmal ab dieser Quernadel bis oben zum Rand. Also dieses Stück in der Mitte bleibt komplett offen. Genauso wie bei den Seitenteilen machen wir das auch mit der Krempe, beziehungsweise mit beiden Teilen. Und dort können wir hier wieder rechts auf rechts alles legen und diese kurze Strecke auch bei beiden Teilen, also sowohl der bebügelten Stofflage als auch der unbebügelten, einmal die komplette Strecke schließen. Um loszunähen, müssen wir natürlich unsere Nähmaschine jetzt einmal einfaden mit unserer Garnrolle und dann bespulen wir auch den Unterfaden. Wer dazu Hilfe braucht, guckt sich jetzt bitte unbedingt nochmal unser Grundlagen-Tutorial an. Da erfahrt ihr alles zum Einfädeln bis zur Nadel. Und eine Stichlänge nutzen wir heute mit einem Geradstich von 2,5. Stellt das bitte jetzt einmal ein. Dann geht's endlich los mit Nähen. Ich habe schon gesagt, wir nähen im Abstand von 1 cm zur Kante. Orientiert euch da gerne an eurer Stichplatte. Verriegelt den Stich am Anfang, näht einmal gerade hier runter bis zum Ende und verriegelt auch dort für ein paar Stiche. Dann Faden abschneiden, Nadel heben, Nähfuß heben, erste Naht fertig. So macht ihr das dann auch bei der Naht an euren beiden Krempen. Und hier bei der Naht, wo ihr die Lücke lassen sollt, verriegel ich, nähe nur bis zu meiner Nadel, verriegel dann direkt wieder, schneide den Faden ab und setze dann hier unten nochmal an, verriegel dann dort wieder, bei meiner Nadel geht's los, bis zum Ende und verriegel nochmal. Schneide dann wieder den Faden ab und so habe ich jetzt hier meine Naht mit Lücke gelassen. Ihr seht das hier nochmal ganz gut, dort ist also keine Naht in der Mitte und ich habe hier ein Loch. Dann wird gebügelt. Ich werde jetzt einmal die Naht erst platt bügeln, so, und dann hier einmal die Nahtzugaben nach rechts und links auseinander bügeln, damit die dann von der rechten Seite, also von der schönen Seite, möglichst platt aussehen. So sieht das also aus.
Einmal schön heiß drüber gegangen, gerne auch mit Dampf. So. Anschließend werden wir die Seitenteile bei beiden Teilen, also bei den fixierten Teilen und den unfixierten Teilen, jeweils an den dazu passenden Deckel nähen. Und der weist Knipse auf. Diese Knipse passen genau auf diese Naht und die gegenüberliegenden Knipse. Also in jedem Viertel ist quasi ein Knips und die verteilen sich rund um unser Seitenteil. Und zwar nähen wir die kleinere Strecke des Seitenteils an den Deckel. Dafür fangen wir hier einfach an einer Stelle an, legen uns die Teile rechts auf rechts, dann den Knips auf den nächsten Knips, stecken uns das einmal ringsherum. So, und wenn das jetzt getan ist, dann nähen wir einmal komplett im Kreis herum, also einmal rings um unseren Deckel vom Hut und das eben bei beiden Teilen, also bei dem inneren Hut und dem äußeren Hut. Das Ganze geschieht wieder mit 1 cm Nahtzugabe. Wo wir anfangen, ist egal, denn wir kommen ja da an, wo wir jetzt angefangen haben. Ich orientiere mich hier einfach an dem ersten Knips, nehme mir die eine Stecknadel raus, fange an zu nähen. Ihr könnt jetzt auch verriegeln, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch am Ende einfach wieder über die Stelle nähen. Guckt, dass beide Lagen schön aufeinander liegen, ihr kein Fältchen irgendwo reinnäht, weder an der einen Lage noch an der anderen zieht und eine irgendwie ausdehnt. Ja, und dass dann beide Kanten auch rechts, die offenen, schön miteinander abschließen. Genau, probiert es einfach möglichst ordentlich und möglichst in einer schönen, gleichmäßigen Rundung. Und wenn ihr über die Nahtzugaben näht, dann könnt ihr nochmal darauf achten, dass die weiterhin schön auseinander liegt und nicht sich jetzt zu einer Seite klappt. Dann nähe ich jetzt am Ende noch ein paar Stiche über die Naht, die ich am Anfang genäht habe, verriegel dann, schneide den Faden ab. Dann würde ich als nächstes besonders bei dicken Stoffen die Nahtzugaben einmal kürzen. Ich schneide die jetzt auf die Hälfte zurück, also so, dass nur noch 5 mm Nahtzugabe da sind und achte darauf, dass ich wirklich nur durch die Nahtzugaben schneide und nicht jetzt plötzlich noch durch eine Lage von unserem Hut. Das würde man dann ja später sehen, also wirklich nur durch die Nahtzugaben. Dann geht es weiter, indem wir beide Krempen ineinander stecken, und zwar rechts auf rechts. Ich falte mir dafür eine so um, dass die linke Seite jetzt außen ist und lege dann die mit der rechten Seite außen in die mit der linken Seite außen. Und zwar genau so, dass die beiden hinteren Mittennähte genau aufeinander liegen. So, und dann werde ich die lange Strecke, also die hier untere, einmal komplett aufeinander stecken. Die Ränder schließen miteinander ab. Hier gucke ich, dass die Nähte schön aufeinander liegen, stecke mir da eine Quernadel, also ich gehe durch die Nähte selbst und stecke die Nadel da einmal quer. Ihr seht das, ich habe genau durch die Naht gestochen und ansonsten einmal ringsrum. Ihr könnt auch die Knipse wieder schön aufeinander legen. So, und das ist also die nächste Naht. Einmal ringsherum wieder. Ich nähe wieder in einem Abstand von 1 cm zur Kante, fange hier bei meiner Naht an in der hinteren Mitte und arbeite mich dann einmal also komplett im Kreis vor, bis ich wieder da ankomme, wo ich angefangen habe, und gucke auch hier, dass alle Lagen schön glatt aufeinander liegen. Dann müssten wir jetzt wieder einmal die Nahtzugabe kürzen, auf einen halben Zentimeter einmal ringsherum. Können wir dann hier einmal unsere Krempe umdrehen, sodass die rechten Seiten, also die Kordseiten, jetzt außen sind. So. Und dann legen wir uns hier einmal in die Naht einen Bruch sozusagen, also dass die Teile wieder schön aufeinander liegen, und bügeln über die neue Kante, wo wir gerade die Naht genäht haben. Gucken immer, dass hier kein Stoff verschluckt wird in der Naht, sondern wir rollen das so richtig schön nach draußen und bügeln dann einmal heiß drüber. Das machen wir an der ganzen Kante einmal, sodass die schön glatt und platt ist und wirklich so wie so eine schöne Rundung geformt hat. Und anschließend der nächste Schritt ist optional. Ich werde jetzt gleich
immer im Abstand von 1 cm zu dieser Kante, die wir jetzt gerade bügeln, Absteppungen nähen. Die müsst ihr aber nicht machen. Wenn ihr euch so ein bisschen sportlicheren Look möchtet und diesen typischen Buckethead-Charakter, dann gehören diese Nähte so ein bisschen dazu, für so einen ganz klassischen Hut. Aber ihr müsst es nicht machen. Also das könnt ihr euch jetzt überlegen. Ich zeige euch auf jeden Fall, wie es gehen würde, wenn ihr es machen möchtet. Dafür legt ihr euch die beiden Lagen, die wir jetzt gerade schon zusammengenäht haben, unter die Maschine. Und ihr werdet jetzt rechts an der Kante anfangen, im Abstand von 1 cm einfach von der rechten Seite drüber nähen. Einmal ringsherum, bis ihr wieder da angekommen seid, wo ihr angefangen habt. Und dann setzt ihr die nächste Naht wieder 1 cm links davon, die nächste wieder 1 cm links davon und so weiter und so fort. Bis ihr, Achtung, noch 2 cm übrig habt, bis zu eurer offenen Kante links, also an der kurzen, runden Strecke des Hutes. So sieht das aus. Und jetzt nehmen wir uns zu unserer Krempe, die wir jetzt gerade so hübsch gemacht haben, einmal unser Seitenteil, was später außen ist, also das mit der Einlage und den angenähten Deckel dazu. Und die Teile werden wir jetzt zusammennähen. Als erstes lege ich dafür rechts auf rechts die beiden rückwärtigen Mitten aufeinander, stecke da eine Stecknadel durch meine Lage von der Seite, von dem Seitenteil und die hier äußere Lage, nur die eine Lage von meiner Krempe. Die andere Lage brauchen wir später noch, um da den inneren Futterhut anzunähen. Genau, also jetzt bitte nur die eine Lage benutzen. Dann stecken wir einmal die Lagen von der Seite und der äußeren Lage der Krempe ringsherum aufeinander. Da könnt ihr euch auch wieder an den Knipsen orientieren. Wenn ihr die ersten Stecknadeln gesteckt habt, dann empfehle ich euch, das Teil einmal so ein bisschen zu wenden, indem ihr alles von eurem Hut, also das ganze Voluminöse, in die Seitenteile mit dem Deckel steckt. So wie ich es hier gerade mache. Also alles da so ein bisschen reinbauscht, denn erst so kommt ihr an alle offenen Kanten gleichzeitig dran. Das drehen wir dann ja später wieder um. Also so sollte das jetzt aussehen und dann könnt ihr hier die restliche Strecke auch noch aufeinander stecken. Und dann nähen wir jetzt hier im Kreis, aber Achtung, nur durch die beiden Lagen von der Krempe und die eine äußere Lage des Seitenteils. Bevor ich losnähe, falte ich mir die Lage, die ich nicht erwischen möchte, so ein bisschen nach unten links weg und gucke dann, dass ich wirklich nur diese hier erwische. Auch beim Nähen gucke ich immer hier weiter unten drunter und schaue, ob ich die richtigen Lagen hier zusammennähe und nicht noch eine ungewollte vierte. Dann fange ich an, wieder in einem Abstand von 1 cm zur Kante, ringsherum. Bitte kontrolliert dann nach dem Nähen einmal, ob ihr auch wirklich nur die richtigen Lagen bekommen habt und ob ihr sonst irgendwelche Fältchen eingenäht habt oder wie auch immer, denn dann könnt ihr es jetzt nochmal auftrennen und korrigieren. Ansonsten geht es jetzt weiter. Wir fertigen jetzt die Bänder. Dazu zeige ich euch das an einem. Wir falten die eine kurze Seite 1 cm nach innen um, bügeln drüber, also zur linken Seite hin, falten dann beide langen Seiten auch 1 cm zur linken Seite, bügeln auch hier einmal komplett drüber, machen das auf beiden Seiten. Wenn das gemacht ist, dann können wir uns unser Band einmal in der Hälfte falten, mit den beiden umgeschlagenen Zentimetern hier aufeinander und diese offene Kante, die ja jetzt bei beiden Seiten also 1 cm nach links umgeschlagen ist, stecken wir jetzt einige Stecknadeln und fixieren uns diesen Streifen einmal komplett und auch die eine umgeschlagene Kante. Die andere bleibt einfach offen. Jetzt nähen wir die kleine Strecke hier, dann eine Ecke und die lange Strecke komplett runter. Ich zeige euch das jetzt in der Nähmaschine. Fangt dort an zu nähen, wo der Bruch ist bei dem Stoff, also nicht die Kante, die wir gerade gesteckt haben, verriegelt dort. Näht hin,
ganz knapp kantig bis so 2 mm vor der Ecke. Lasst die Nadel stecken, hebt den Nähfuß und dreht dann euren Streifen in die nächste Richtung und näht dann auch hier knapp kantig, so in einem Abstand von 1-2 mm rechts zur Kante, einmal komplett den Streifen herunter bis zum Ende und verriegelt dann dort wieder. Klasse, dann habt ihr also jetzt 2 Bänder vorbereitet bestenfalls. Nehmt euch die einmal sowie euren Hut, den ihr in den äußeren Hut näht, also hier, wo wir nur das Seitenteil an den Deckel genäht haben. Legt euch den einmal so vor euch hin, dass mittig einmal diese Naht sitzt und genau rechts und links, dort wo der Stoff jetzt sozusagen umgebrochen ist, dort werden die Bänder jetzt platziert. Die werden rechts auf rechts gelegt, das heißt die Kanten stoßen aneinander. Merkt euch einmal den Punkt, platziert das Band dann genau so, wie ich es jetzt mache, also die Kanten aneinander, steckt euch das eine Band dann so fest und das andere genau gegenüberliegend genauso. Und das werden wir dann im nächsten Schritt einmal mit einer ganz kurzen Naht schon mal annähen, damit wir es gleich im nächsten Schritt einfacher haben, wenn wir dann den Futterhut hier auch in den oberen Hut nähen. So, alles klar. Hier und hier einmal verriegeln. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich lege hier an und nähe jetzt einfach in so einer Füßchenbreite. Es muss jetzt kein Zentimeter sein, denn da nähen wir ja gleich noch drüber und diese Naht wollen wir dann nicht unbedingt sehen. Einmal nur rüber und verriegel sofort und mache das auf der anderen Seite auch noch. Nun benötigen wir also einmal den zusammengesetzten Hut und die Einzelteile, die wir hier gerade noch über haben. Und die möchten wir jetzt hier einnähen. Und zwar nur auf die verbleibende offene Lage, die wir ja eben nicht mit eingefasst haben. Wir haben also einmal hier das Teil mit den Bändern. Das können wir jetzt einmal umdrehen, denn wir wollen wieder die rechten Seiten aufeinander legen. Da fange ich hier wieder bei der Naht an, lege die offenen Kanten zusammen, stecke mir da die erste Stecknadel genau in die Naht hier hinein und durch die eine Lage, die da noch offen ist. Genau so. Dann kann ich hier die nächste zusammenstecken und um es leichter zu machen, stecke ich jetzt diesen kompletten zusammengesetzten Hut gleich in meinen Futterhut, den ich einnähe. Denn nur so komme ich gleich wieder dran und kann einmal ringsherum nähen. Das wird dann so ein richtig kleines Täschchen, was wir da gerade haben. Aber das werden wir dann ja später durch die Öffnung, die wir uns ganz am Anfang gelassen haben, nochmal gewendet. Ich stecke jetzt aber erstmal noch so 2-3 Stecknadeln, einfach so weit ich komme hier, die knipse aufeinander. So, jetzt packe ich hier also alles in meinen Futterhut. Ihr seht das, ich pummel das da einmal so ein bisschen rein. So lange, bis ich die Kanten, die ich zusammenstecken möchte, nur noch aufeinander liegen habe und da auch nichts mehr zwischen ist. Und dann werde ich auch hier bei den Bändern einmal das komplette Band nach innen drehen. Das sollte also nicht mehr rauskommen, denn dann wäre es genau auf der falschen Seite. Wir brauchen das jetzt nach innen zeigend, denn dann ist es später richtig. Stecken auch darüber die Nadeln und machen einmal so weiter, bis wir einmal komplett drumherum alles festgesteckt haben. So, und dann nähen wir hier also einmal komplett herum. Auch hier achte ich beim Anlegen darauf, dass ich wirklich nur die beiden Lagen erwische, die ich auch gerade zusammengesteckt habe. Und die anderen Lagen klappe ich mir auch hier wieder unten nach links weg. Ja, ansonsten nähe ich dann wieder einmal im Kreis, 1 cm entfernt von der Kante und verriegel dann am Ende.
Nun ist es an der Zeit, unseren Buckethead zu wenden, und zwar durch die Öffnung, die wir uns am Anfang gelassen haben. Macht das vorsichtig, ihr möchtet die Naht nicht weiter ausreißen, als es nötig ist. Also ganz vorsichtig, dass ihr die Naht nicht verletzt, immer ein Stückchen weiter und dann habt ihr gleich den Buckethead schon fast fertig. Was fehlt, ist noch dieses Loch hier. Das werden wir uns jetzt gleich schließen und dafür auch zusammenstecken als erstes. Ihr könnt euch also ein paar Stecknadeln dazu holen und einmal die Nahtzugaben schön nach innen legen, den 1 cm, und dann einfach mit so 2-3 Stecknadeln hier knapp an der Kante vorbei alles zusammen befestigen. Da werden wir jetzt gleich einfach drüber nähen, denn dieses Teil kommt ja gleich nach innen gestülpt und ist nicht sichtbar. Aber wenn ihr möchtet und es euch lieber ist, könnt ihr es natürlich auch mit ein paar Handstichen schließen. Das hier ist die Strecke. Hier werden wir auch sehr knappkantig entlang steppen. Ich fange hier einfach ganz oben an, verriegel dann auch direkt und nähe jetzt wirklich nur so 1-2 mm von der Kante rechts entfernt, bis dort, wo meine Naht dann wieder sich schließt. Also ich möchte nur diesen offenen Bereich noch einmal zusteppen und auch nur diese Lagen natürlich treffen. So, dann kann ich das Ganze wieder abschneiden und fertig. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr jetzt natürlich einmal den Buckethead wenden und dann noch das Stoffetikett innen einnähen mit ein paar Handstichen, einfach an allen 4 Ecken. Und für das goldene Logoplättchen empfiehlt es sich vorne, zum Beispiel auf der vorderen rechten Seite. Ja, dann sieht das Ganze nochmal extra schick aus. Super gemacht! So, das war's auch schon. Der The Buckethead war nicht nur super einfach, sondern auch richtig schnell zu nähen. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Besonders cool als kleiner Tipp ist es, wenn man den gleichen Stoff benutzt, für zum Beispiel ein Oberteil, wie diese Bluse oder ein Blusenkleid. Hier empfiehlt sich die Lola Blaus. Und dazu einen passenden Buckethead macht. Zum Beispiel wie diesen hier. Ja, also teilt doch super gerne eure Resultate mit uns unter dem Hashtag Juliana Matthäus und me. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste gemeinsame Nähen oder nächste DIY-Projekt. Bis dahin, fühlt euch gedrückt und bis bald!